in 10 Minuten zum Mars, in 4 Tagen zu Proxima Centauri, unserem nächsten Nachbarstern. Klingt fantastisch, oder? Aber hier ist die entscheidende Frage: Warum können wir das nicht? Im Gegensatz zur Formel 1 hat das Universum ein absolutes Tempolimit, die Lichtgeschwindigkeit. Und dieses Tempolimit ist kompromisslos. Stell dir vor, du könntest schneller sein als dieses Licht. Du könntest es überholen. Klingt nach Science Fiction? Ja. Aber hier wird es wirklich verrückt. Wenn schneller als Licht möglich wäre, könnte das bedeuten, dass Zeitreisen möglich sind. Und genau deshalb beschäftigt diese Frage Physiker seit über 100 Jahren. Licht bewegt sich mit knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde. In einer einzigen Sekunde könnte ein Lichtstrahl 7,5 Mal um die Erde rasen. Das bedeutet, während du einmal blinzelst, hätte Licht unseren gesamten Planeten mehrmals umrundet. Bis zum Mond braucht das Licht nur 1,5 Sekunden, bis zur Sonne etwa 8 Minuten. Das klingt unfassbar schnell, aber das Universum ist so absurd groß, dass selbst Licht darin langsam wirkt. Bis zum nächsten Stern Proxima Centauri braucht es über 4 Jahre. Bis zur Andromeda-Galaxie, unserer nächsten großen Nachbargalaxie, 2,5 Millionen Jahre. Licht ist das Schnellste, was es gibt. Und trotzdem kriecht es durch den Kosmos. Wie eine Schnecke über eine Autobahn. Das schnellste jemals von Menschen gebaute Objekt ist die Parker-Sonnensonde der NASA. Sie heißt Parker Solar Probe. Sie erreicht 692.000 Kilometer pro Stunde. Das ist verdammt schnell. Im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit ist das ein Witz. Licht ist etwa 1500 Mal schneller. Selbst mit der schnellsten Sonde, die wir je gebaut haben, würdest du zum nächsten Stern etwa 70.000 Jahre brauchen. In diese Zeitspanne passt praktisch die gesamte bisherige menschliche Zivilisation. Und das ist nur der allernächste Stern. Die Galaxie durchqueren? Nicht in 1000 Menschheitsleben. Einstein hat vor über 100 Jahren etwas herausgefunden, das bis heute gilt. Nichts, was Masse besitzt, kann Lichtgeschwindigkeit erreichen. Nicht mit besserer Technologie, nicht mit mehr Energie. Es ist keine technische Grenze, es ist ein Gesetz der Natur. Der Grund ist elegant und verstörend zugleich. Je schneller sich ein Objekt bewegt, desto schwieriger wird es, es weiter zu beschleunigen. Nehmen wir eine der stärksten Raketen, die heute existieren, die Delta IV Heavy. Beim Start wiegt sie etwa 733 Tonnen. Würde eine solche Rakete 90% der Lichtgeschwindigkeit erreichen, entspräche ihre relativistische Energie bereits der eines Objekts mit rund 1700 Tonnen Masse. Bei 99% der Lichtgeschwindigkeit wären es schon über 5000 Tonnen. Und das ist erst der Anfang. Denn selbst wenn wir die größte Rakete betrachten, die die Menschheit je gebaut hat, das Starship von SpaceX mit rund 5000 Tonnen Startmasse, werden die Energiemengen völlig absurd. Um eine einzige solche Rakete auf 99% der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, bräuchte man mehr Energie, als die gesamte Menschheit über viele tausend Jahre produziert. Und bei exakt Lichtgeschwindigkeit wäre die benötigte Energie unendlich. Das Universum setzt hier eine harte Mauer. Wenn dich solche Themen interessieren, lass gern ein Abo da. Jetzt wird es richtig seltsam. Nehmen wir an, du fliegst in einem Raumschiff mit 90% der Lichtgeschwindigkeit und schaltest eine Taschenlampe ein. Du würdest erwarten, Lichtgeschwindigkeit plus deine Geschwindigkeit. Aber nein, das Licht bewegt sich immer noch mit exakt 300.000 Kilometern pro Sekunde. Egal wie schnell du selbst bist. Egal aus welcher Richtung du schaust. Licht ist für jeden Beobachter gleich schnell. Immer. Das wurde tausendfach gemessen. Und es ist die Grundlage für das, was als nächstes kommt. Wenn Licht immer gleich schnell ist, muss sich etwas anderes verändern, damit die Rechnung aufgeht. Und dieses Etwas ist viel seltsamer, als man zunächst vermuten würde. Es ist die Zeit. Je schneller du dich bewegst, desto langsamer vergeht deine Zeit, verglichen mit jemandem, der stillsteht. Das ist keine Metapher. Astronauten auf der ISS altern pro Jahr nur einige Tausendstel Sekunden weniger als wir auf der Erde. Winzig. Aber bei höheren Geschwindigkeiten wird der Effekt dramatisch. Angenommen, du würdest mit 99% der Lichtgeschwindigkeit zum nächsten Stern fliegen und wieder zurück. Für dich vergehen ein paar Monate, aber wenn du zur Erde zurückkehrst, sind dort Jahre vergangen.
Deine Freunde sind gealtert, die Welt hat sich weitergedreht. Du bist in die Zukunft gereist, einfach indem du dich schnell bewegt hast. Was, wenn wir Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen müssen, sondern den Raum selbst austricksen? Es gibt 2 berühmte Ideen. Die erste, Wurmlöcher. Stell dir das Universum vor wie ein gefaltetes Blatt Papier. 2 Punkte, die weit auseinander liegen, können sich berühren, wenn du das Blatt faltest und ein Loch hindurchstichst. Eine Abkürzung durch die Raumzeit selbst. Die zweite, der tatsächlich von Star Trek inspirierte Warp-Antrieb. Nicht du bewegst dich schneller als Licht. Der Raum vor dir wird zusammengestaucht, hinter dir gedehnt. Du stehst still, aber die Raumzeit bewegt sich. Der Physiker Alcubierre hat 1994 gezeigt, dass die Mathematik dahinter funktioniert. Das Problem? Du bräuchtest exotische Materie mit negativer Energie. Etwas, das wir noch nie gefunden haben. Selbst wenn eines dieser Konzepte funktionieren würde, es gäbe ein Problem, das alles in Frage stellt. Wenn du schneller als Licht reisen kannst, kannst du theoretisch auch in die Vergangenheit reisen. Die Mathematik ist eindeutig. Wenn Informationen schneller als Licht übertragen werden, kann die Wirkung vor der Ursache passieren. Du könntest eine Nachricht in die Vergangenheit schicken und dein früheres Ich warnen oder sogar ein Ereignis verhindern, das überhaupt erst dazu geführt hat, dass du diese Nachricht geschickt hast. Ein Paradox, das unsere gesamte Vorstellung von Ursache und Wirkung zerstören würde. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann wahrscheinlich aus Zurück in die Zukunft. Dort riskiert Marty McFly, seine eigene Existenz auszulöschen, weil er die Vergangenheit verändert. Stephen Hawking hatte dazu eine elegante Idee, den sogenannten Chronologieschutz. Seine Vermutung, das Universum selbst verhindert Zeitreisen. Sobald eine Zeitmaschine entsteht, wird sie sofort instabil und bricht zusammen. Hawking formulierte es einmal so: Das Universum ist für Historiker sicher. Niemand kann zurückreisen, um die Vergangenheit zu ändern. Ob er recht hat, wissen wir nicht. Aber bis heute gibt es keinen Beweis für das Gegenteil. Kein Besucher aus der Zukunft, kein Signal aus einer anderen Zeit, zumindest keines, an das wir uns erinnern würden. Schneller als Licht, der älteste Traum der Raumfahrt. Und vielleicht bleibt es genau das: ein Traum. Nicht, weil unsere Technik nicht gut genug ist, sondern weil das Universum Regeln hat, die tiefer gehen als alles, was wir bauen können. Vielleicht liegt genau darin das Faszinierende. Es gibt eine Grenze, nicht von Ingenieuren gesetzt, sondern von der Natur selbst. Eine Grenze, die uns demütig macht und gleichzeitig neugierig. Denn selbst wenn wir das Licht niemals überholen, die Frage, was dann passieren würde, bringt uns weiter, als jede Rakete es könnte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Schreib mir in die Kommentare: Glaubst du, die Menschheit wird eines Tages schneller als Licht reisen? Bis zum nächsten Mal.